Ja, liegt sie da? Ja. Ah, sauber. Alter. Alter. Du unverschämter Bengel, du. Boah. Das ist ja verrückt. Das darf man doch nicht so machen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Keilerjagd in der Türkei. Nachdem wir bereits im ersten Teil erfolgreich waren, ging die Reise weiter und nach einer längeren Reise mit dem Auto kamen wir im Hotel an, packten unser Equipment zusammen und fuhren raus in die Berge. Vor dem Hotel trafen wir uns mit unseren Guides, besprachen einen Plan und fuhren raus ins Revier. Um 8:45 Uhr bin ich wieder aufgewacht. Das ist schon stark, klar. Red Bull und Kaffee. Red Bull und Kaffee machen es ja. Also wir sind jetzt in Mittelanatolien. Das ist eigentlich so eine karge Landwirtschaft hier. Also es wird nur Getreide angebaut. Manchmal Zuckerrüben auch, Kartoffeln gehen auch, aber die können einmal im Jahr hier ernten. Es gibt, wenn man Richtung Ägäis oder Richtung Süden geht, die ernten bis 2 bis 3 Mal im Jahr in einem Feld. Hier sind sie froh, wenn sie einmal die Ernte durchkriegen. Und wenn Wildschweine drauf sind und so viel kaputt machen, mitten auf dem Weizenacker, die Bauern haben keine Büchsen, die haben nicht die Ahnung, die müssen ihr Feld selber bewachen. Die dürfen zu Jagdzeiten nur schießen, ansonsten müssen sie in die Luft schießen, sonst machen sie sich strafbar. Also es ist schwierig. Wir, die Jagdtourismus betreiben, dürfen 12 Monate des Jahres die Jagd betreiben, weil wir ja selektiv jagen. Das heißt, wenn wir sehen, das ist ein Keiler und das können wir dann erlegen. Und die Leute leben davon und haben, wie gesagt, viele Schwierigkeiten, die Ernte überhaupt reif zu kriegen und zu ernten. Und dieser Bereich, der mittelanatolische Bereich hier, wie du es auch siehst, eine wunderschöne Natur, das ist unsere Kornkammer. Ja. Ja, also die Türkei importiert zwar noch ein bisschen Getreide, aber das ist meistens Mais oder sowas. Also Weizen und so weiter wird im eigenen Land selbst verbraucht. Ja. Und weil das so weitläufig ist und wenige Einwohner sind, haben wir hier halt diese reifen Keiler. Wenig Einwohner, die Keiler können kilometerweit am Tag, also diese 30 Kilometer schaffen sie, wenn sie wollen, rumreisen. Das interessiert keinen, die haben ihre Ruhe hier weg. Da kann man solche Keiler auch bekommen. Ja, das ist ja schön und deswegen sind wir auch hingekommen, weil wir einfach in Deutschland ja durch die Technik ja einfach nicht mehr so die Chance haben, reife Keiler zu erlegen und wir auch mal die Chance haben wollten, mal auf einen reifen Keiler zu weitwerken und ja. Man sieht aber auch tatsächlich auch, wie glücklich die Menschen hier vor Ort sind, wenn man hier in diese kleinen Dörfchen kommt und die Menschen sehen, dass wir hier auf Jagd gehen. Die haben ein breites Grinsen im Gesicht und freuen sich brutal darüber, dass es einfach Menschen gibt, die jetzt hier den Aufwand betreiben und hier dann auch versuchen, Keiler zu erlegen und ihnen dann hier zu helfen. Weil ich glaube, sowas wie in Deutschland, dass man hier irgendeinen Schadensausgleich zahlen muss, das gibt es hier nicht. Und dementsprechend sind sie froh über jeden, der hier dann die Zeit aufopfert und dann auch auf Wildschweinjagd dann hier geht. Genau, und dann sieht man auch einfach, wie einfach die Wertschätzung ganz andere hier ist als zum Beispiel in Deutschland, Richtig. Wo man das schon fast einfordert und die Jagdpächter dann halt eine große Ausgleichszahlung zahlen müssen und ja, hier gar nicht gang und gäbe und deswegen einfach eine ganz andere Dankbarkeit und auch einfach ein ganz anderer Stellenwert die Jagd hier. Ne? Ja. Da werden die Jagdgäste auch sehr gern gesehen und die versuchen von sich irgendwas zu geben. Also Türkei ist ja ein sehr gastfreundliches Land. Also das steht ganz oben. Ja, das haben wir jetzt auch gemerkt. Also egal wo, man wird immer überall herzlich empfangen. Die Leute sind super, super nett und besonders in den nicht touristischen Regionen, in denen wir uns ja jetzt hier aufhalten. Und man kann hier die Kultur erleben und einfach mal sehen, wie es ist, so außerhalb von touristischen Standorten. Und da haben wir einfach ganz, ganz tolle Einblicke jetzt erlebt, worüber wir sehr, sehr froh sind, weil wir ja nicht nur hier sind, um auch die Keilerjagd zu genießen, sondern einfach auch die Natur rundherum miterleben wollen und das Feeling hier miterleben wollen. Und das hat uns richtig mitgerissen und ja, bis jetzt einfach schon richtig, richtig super, obwohl wir jetzt 2 Tage hier sind. Richtig. Wir wollten euch einmal ganz kurz zeigen, was wir hier an Equipment nutzen. Von Thermtec nutzen wir einmal die Wärmebildkamera Wild 650L Pro, die wirklich verdammt gut ist. Dann wirklich unschlagbar das Ventus, was wir schon mal vorgestellt haben. Einfach bombenmäßig, besonders jetzt hier zur Nachtjagd. Einfach unschlagbar geil, also besonders mit den 3 verschiedenen Farbmodus und mit dem Ansprechen auf weite Entfernung, wo man auch direkt gut erkennen kann, ob es sich um Keiler oder um Überläufer handelt. Wirklich empfehlenswert.
Dann haben wir das Vorsatzgerät von Thermtec, auch mit Entfernungsmesser ausgestattet. Einfach wirklich richtig, richtig gut. Auch mit diesem RAF-Modus, mit dem man aufzeichnen kann oder der automatisch aufzeichnet, wenn man es schießt. Einfach top. Wenn man es vergisst, zeichnet die trotzdem auf. Und die Auflösung wirklich, wirklich ganz große Klasse. Dann mit dem Gewehr haben wir uns tatsächlich für eine Sauer 101 Forest entschieden. In Kaliber 9,3 x 62. Das ging auf die Empfehlung hier von der Jagdreise Taurus Adrenalin Hunting. Wir haben die beste Erfahrung mit dem Kaliber 9,3 x 62 gemacht. Und deswegen haben wir hier auf die Erfahrung gehört und haben gesagt, wir holen uns extra eine Waffe für diese Jagdreise, die wir natürlich auch zukünftig bei anderen Jagdreisen dann auch nutzen können. Und mitgebracht haben wir die Gecko Star, bleifrei. Einfach weil wir mal ausprobieren wollten, ob wirklich tatsächlich die bleifreie Munition auch auf größere Wildarten, über 100 Kilo, auch die Wirkung entfaltet, dass Sauen hiermit gut erlegt werden können. Und gestern Abend, wie ihr gesehen habt, ist bereits eine Sau im Knall damit liegen geblieben. Also wir sind vollkommen davon überzeugt. Wir hatten auch tatsächlich die Softpoint noch mitgenommen, weil wir im heimischen Revieren mit der Softpoint in der 308 immer jagen. Die hat jetzt so vollkommen überzeugt, dass wir wahrscheinlich dann auch in den heimischen Revieren auf die 308 auf die Gecko Star umsteigen werden und dort mit der jagen gehen, weil einfach super zufrieden, super Wirkung und ja, einfach top. Und bei dem Schalldämpfer, wie ihr seht, haben wir uns für einen Fair DB Schalldämpfer ausgesucht. Den haben wir ja bereits Probe geschossen bei der Target World. Wir haben jetzt hier den Schalldämpfer 300 FM vorliegen. Das ist mit einer der größten Modelle, was aber hier bei der 9,63 auch einfach 9,3 x 62 auch einfach Sinn macht, weil das ein großes Kaliber mit großem Rückschlag ist. Die Dämpfleistung ist sehr, sehr gut und der Rückstoß wird dezimiert und deswegen haben wir einfach wirklich eine Kombination, wo wir sagen können, das ist für uns die beste Ausrüstung, die wir jetzt hier für die Türkei zulegen konnten. Sehr, sehr hochwertig und Das Zielfernrohr ist das von Dremel Präzisionsoptik. Hier haben wir uns für das 1,6 bis 13 x 44i entschieden. Das hat den Hintergrund, die dicken Gläser werden einfach nicht mehr gebraucht, weil einfach mittlerweile nicht mehr in der Dämmerung mit dem Zielfernrohr geschossen wird, sondern direkt das Vorsatzgerät drauf gemacht wird. Dementsprechend geringer Durchmesser vorne, hat auch natürlich den Vorteil, dass das Zielfernrohr nicht allzu schwer ist und trotzdem noch einen 13-fachen Sohlen, hat einen Rotpunkt mit dabei und ja, wir haben da hier eine Innenmondmontage dran, die kann man super schnell auf und ab machen, habe ich jetzt auch für den Flug im Koffer gemacht, einfach empfehlenswert und unserer Meinung nach können wir alle Sachen, die wir jetzt hier nutzen, bestens empfehlen und deswegen machen wir das auch gerade und stellen die Produkte einfach mal kurz vor. Ja, das ist doch eine wilde Nummer jetzt. Wie lange haben wir jetzt in der Polizeikontrolle gestanden? Gute halbe Stunde, oder? Mindestens. 49 Stunden. Aber bei so vielen Waffen? Das ist Wahnsinn. Sportlich. Wir haben auf jeden Fall einmal zeigen wollen, wer der dicke Boss ist. Genau, der wollte es mal wissen. Ne? Der Pfostenamtsleiter zum Schluss hat noch ein bisschen, glaube ich, auf. Der hat ja die Papiere gehabt. Er hat gesagt, er will nur die Waffenbesitzkarten sehen, dass die hier in der Türkei geführt werden dürfen. Ja, das ist schon interessant, ne? Da kommt mir eine Polizeikontrolle und die Leute wissen noch nicht mal, beziehungsweise die Polizei weiß noch nicht mal, dass es einen Jagdtourismus in der Türkei gibt. Ja. Das ist dann schon krass, dass man so auf Unwissenheit trifft. Und ja, das hält einen halt auf, klar. Ne? Klar. Und ja, für uns natürlich auch aufregend. Ne? Wenn man halt kein Wort mehr versteht, ne? Also es ist halt wirklich einfach. Ja, aber ihr wisst dann gar nicht, was da jetzt abläuft. Genau, ne? und diese schnelle Reden erzeugt ja immer so ein bisschen den Eindruck, als wenn da irgendwie Panik da wäre oder es sei Aufruhr wäre. Dabei ist es vielleicht einfach ganz locker zugegangen, eine ganz normale Routinekontrolle, aber es war schon. Ich bin immer so einer, der schnell redet, damit man gleich Recht bekommt, weißt. Wenn einer so flüssig redet und alles Mögliche erklärt, dann weiß der Gegenüber, der hat Ahnung. Und ihr habt es ja beim Zoll auch gesehen, ich musste den Zollbeamten belehren und jetzt haben wir die Polizei noch belehrt, dass das sowas gibt, ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft wir jetzt hier die Waffen schon vorzeigen mussten. Ich glaube, die Waffen haben jetzt schon 50 verschiedene Behörden gehabt und die Nummer abgeglichen. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass da auf jeden Fall immer alles genau richtig ist und auch die Nummern richtig eingetragen sind, dass dann irgendwo Komplikationen Genau. Ja, da sind wir froh, dass wir euch haben, dass es dann auch richtig funktioniert, ne? Weil eigene Waffen, sag ich mal, in einem fremden Land ist das schwierig. Ist das schon eine Herausforderung. Dann, Richtig, ne? genau. Ja. Und die kennen ja Büchsen so nicht, weil in der Türkei oft mit Flinten gejagt wird. Büchsen sind halt teuer in der Anschaffung, plus die WBK kostet alle 5 Jahre Geld. Es ist eine Steuer auf Waffen mit Drall, eine Riesensteuer, damit nur die Reichen auf die Jagd gehen können und die normalen Bürger sollen dann mit dem ganzen einfachen Waffen auf die Jagd gehen.
Warum, weiß keiner. Es sind irgendwelche festgesetzten Gesetze. Ist schwierig. Und wenn sie so Büchsen sehen, denken sie gleich an irgendwelche Leute, die jemanden erschießen wollen oder sowas. Da sind sie ganz vorsichtig. Ja, wir haben aber einen kleinen Fehler gemacht. Wir haben die Waffen im Auto getragen, wir hätten sie im Kofferraum reintun sollen. Aber gut. Haben wir jetzt? Haben wir jetzt wir's. Alles gut. Eigentlich müssen wir von jedem einen Stempel kriegen, der nächste, der uns anhält, direkt vorzeigen kann. Das ist vor 2 Stunden passiert. Am besten auf den Arm so ein Stempel, der wird kontrolliert. Von Zoll, Forstamtbehörde, Polizei. Gendarmerie fehlt noch. Stimmt, ja. Ja, echt verrückt. Auf jeden Fall ein wilder Einstieg in den Abend. Ja, im neuen Jagdgebiet. Im Revier angekommen, dauerte es nicht lange, dass wir linksseitig von unserem Auto auf kurze Entfernung einen passenden Keiler ausmachen konnten. Ich konnte diesen noch kurz mit der Wärmebildkamera filmen, bevor er hinter sich den Hang herunterzog. Der Plan war, dem Keiler zu folgen. Tobi stand knietief im Matsch und war nach dieser Aktion wieder mal komplett nass. Was machen wir jetzt? Gehen wieder zum Auto zurück. Der Keiler ist unten ins Tal gezogen. Will also den Wald rein. Konnten den leider nicht mehr ausfindig machen. Währenddessen klappte es bei Mitjäger David mit einem Keiler. Und auch bei uns dauerte es nicht lange und ich sah aus meinem Fenster heraus auf ca. 300 Metern eine größere Wärmequelle in einem Kornfeld. Nach kurzer Zeit war uns klar, das war der stärkste Keiler, den wir bisher gesehen hatten. Jetzt durfte bei der Pirsch zum Stück nichts schiefgehen. Der Pirschführer schmiedete einen Plan, um so geräuschlos wie möglich an die Sau heranzukommen. Der Wind passte auf jeden Fall. Desto näher wir kamen, umso größer erschien der Keiler in den Wärmebildkameras. Eine absolut spannende Pirsch stand uns bevor. An der Kornfeldkante angekommen, signalisierte der Pirschführer, dass wir nicht mehr näher an den Keiler herankommen und Tobi von dort aus einen Schuss wagen muss. Er stellte den Pirschstock auf, nahm den Keiler ins Visier, bis dieser passend stehen blieb. Kriegst du das hin? Nein, das. Schweiß ist da. Ich habe Schweißspur gesehen. Schweiß ist da. Vuruldu. İçeri girdi. Kan da orada duruyor bak. Schweißwerte gesehen habe Ja, ich. das leuchtet immer noch. Da wo der Mast ist, rechts davon ist das. Okay, merkt euch die Stelle. Soll ich eigentlich stehen bleiben? Und so? Ja, wir haben gerade auf 300 Meter vom Auto aus eine Sau hier in diesem hohen Gras stehen sehen und haben uns dann bis auf 150 Meter dran gepirscht. Näher konnten wir nicht rangehen, weil das Zeug hier so hoch ist und so laute Geräusche macht, dass wir dann am Rand dieses Feldes stehen bleiben mussten. Dann habe ich auf 150 Meter einen Schuss angetragen. Die Sau hat gezeichnet, gut gezeichnet, hat auch geschweißt wie aus der Gießkanne und ist dann aber hier in den Bestand eingewechselt. Und der Pirschführer hat die Schweißfährte gefunden und ist jetzt gerade am Nachsuchen. Er hat mich gebeten, hier stehen zu bleiben. Und ich hoffe,
dass sie alsbald gleich da liegt und wir die Sau finden. Aber auf jeden Fall eine ordentliche Größe, weil wenn ihr seht, das Zeug hier geht mir bis fast zur Hüfte und die hat ja so rausgeguckt. Also die hat auf jeden Fall schon eine gute Größe und umso gespannter bin ich jetzt, was wir da finden werden, wenn wir es dann finden, was ich sehr hoffe. Zeitnah fanden wir die Schweißfährte und konnten deutlich an einem Ast erkennbar dunklen Leberschweiß entdecken. Ja, pass auf, und ich habe sie da oben nochmal so rechts hoch mal gesehen. Hier geht Schweiß weiter. Ja, aber hier ist es gut Schweiß. Komm, Tobi, mit der Waffe bei. Ja, ich bin da. Keine Sorge. Soll ich das abholen? Hier den Pöschstock wäre super. Danke. Was die Junge macht. Ja. Suche. Der Pirschführer war sich sicher, der Keiler kann nicht mehr weit gekommen sein. Dennoch blieben wir wachsam, falls im Keiler noch Leben sein sollte. Ah, hier. 80 bis 100 Meter nachsuchen. Lieber Schuss, Vorsicht. Na, hier. Ja, liegt sie da? Ja. Ah, sauber. Alter. Alter. Du unverschämter Bengel, du. Boah. Das ist ja verrückt. Das darf man doch nicht so machen. Überkraft Adam. Das ist ja Wahnsinn. Das sind die Attila-Saugen. Boah. Die kannten was. Weidmanns Dank, mein Wir Lieber. haben hier sogar bruchgerechtes Holz, das freut mich. Ja, der Eiche. Besser geht's nicht. Oh, geil. Komm, gib ihm auf der letzte Bissen direkt. Lass uns das am besten hier außerhalb der Hecke machen. Ja, genau. Alter. Ja, hier ist doch super, oder? Auf jeden Fall. Weidmanns Heil, Tobi. Weidmanns Dank, mein Jetzt Lieber. haben wir unseren Attila-Keiler doch geschafft. Wahnsinn, Wahnsinn. Sein Bruch. Ja, Weidmanns Dank. Eine kurze Fluchtfährte, maximal 50 Meter. Ja, Und da hast du deinen dicken Attila-Keiler. Wahnsinn, ich bin überglücklich. Genial, dass du mir das ermöglicht hast. Richtig, richtig, richtig toll. Da kann man sich einfach nur drüber freuen. Also ich bin einfach noch sprachlos. Einfach besonders in diesem hohen Feld, dann einfach noch schon noch drüber rausgeguckt. Also da wusste man schon direkt, was uns da erwartet. Und einfach, wenn man jetzt vor der Putz steht, einfach unbeschreiblich. Also das ist mal ein Keiler. Also da kann man schon einfach, ja. Du siehst es auch an der Farbe hier, wo es so richtig hell braun wird, dass der ein reifer Keiler ist. Ja, ja. Einfach irre. Wenn man hier mal guckt, also meine Hand hat er auf jeden Fall. Das halt nicht mit so einer Kuhferse Verwechseln, ne? Ja. Die haben genauso große Schalen. Einfach unglaublich, wirklich. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Das ist ein Erlebnis fürs Leben. Auf Das alle sag ich Fälle, dir. das werde ich nie vergessen. Das sage ich dir. Irre. Und dann mit der Gecko Star, obwohl du nicht so ein Fan von bleifrei bist, habe ich trotzdem. Ausschuss, aber hier ist dein Ausschuss. Bei der kleinen Sau keine, aber bei Ja, der großen ja. doch. Hier hat sie gut aufgeräumt. Das, obwohl ich einen Leberschuss hatte, trotzdem nur 50 Meter Flucht. Also die kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Also bei so einem dicken Keiler, 50 Meter ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Das ist ganz normal. Wahnsinn. Dann Überglücklich. hast du über 150 Meter geschossen. Ja, ja, ja. Also gut, natürlich ist der Wildkörper dementsprechend. Ja, ja. Da hat man eine gute Trefferfläche. Weidmanns Heil, super. Weidmanns Dank. Während wir bereits auf der Suche nach einem weiteren Keiler waren, war Christian mitten in der Pirsch seines Lebens. Gemeinsam mit dem Pirschführer musste er sehr nah an seinen starken Keiler in einem kleinen Tal herankommen, da zwischen ihm und der Sau ein leichter Hügel war.
Die anderen Mitjäger konnten diese spannende Pirsch von einem Berg aus mit den Wärmebildkameras begleiten und fieberten mit dem Schützen mit. Als sie dann endlich nah genug an der Sau waren, baute Christian seinen Schießstock auf. Mehrere Wochen hatte auch er auf diesen Moment hingearbeitet. Jetzt darf auch bei ihm nichts schiefgehen. Die Sau lief für kurze Zeit direkt auf die beiden zu und drehte dann kurz vorher doch in eine andere Richtung ab. Nochmal Glück gehabt. Weidmanns Hai, Christian. Da oben ist in die Hecke rein. Ich glaube, die schlägt da oben in der Hecke drin. Unser Guide Ibrahim, ich und der David und der Christian haben gerade eine geile Pirsch hinter uns von knapp 45 Minuten. Die Sau war ein bisschen schwer zugänglich, sie war zwar gut ersichtlich von weitem aus 200 Meter Entfernung, aber die letzten 40 Meter waren dann schon noch wiederum hart, aber die Jungs haben ihr Können gezeigt und haben einen schönen Keiler geschossen, der hat knapp 100 Kilo, vielleicht schon ein bisschen drüber. Christian, ich wünsche dir ein dickes Weidmannsheil, mein Freund. Vielen Dank. Ja, danke. Ich habe ein wunderbares Erlebnis wieder. Dein Bruder, mein Bester. Dank. Weidmannsheil, mein Freund. Wahnsinn. Geil. Super Guide habe ich auch gehabt und euch auch. Wunderbar. Sehr schönes Jungs, Erlebnis. vielen Dank. Schöne Erinnerung. Wunderbar, danke. Nachdem die Nachtjagd vorbei war und insgesamt 3 starke Keiler erlegt wurden, war nach Sonnenaufgang die Freude riesengroß. Gemeinsam freuten wir uns füreinander und genossen es, als Gruppe in den türkischen Bergen jagen zu können. Nach nur kurzem Schlaf fuhren wir wieder raus in die Berge und wollten bei der Bergung des starken Keilers dabei sein. Jetzt im Hellen sahen wir erst, in welchem beeindruckenden Gelände wir eigentlich letzte Nacht gejagt hatten. Ihr habt auch Lust, ein solches Abenteuer in der Türkei zu erleben? Erhalte 200 € Rabatt pro Person auf deine Jagdreise, wenn die erste Kontaktaufnahme mit dem Jagdreiseveranstalter per Mail über uns erfolgt. Sende deine Anfrage einfach an waldgeistofficial@gmail.com. Ich bin mal gespannt, ob ihr die Stelle hier wiedererkennt. Jetzt sind wir bei Tageslicht hier und dieses Schild da hinten hat hier schon eine ganz besondere Bedeutung. Es sind zwar überall die Schilder von den Wildschweinen, aber hier passt perfekt, weil wir hier vorne tatsächlich gestern Abend meinen Keiler erlegt haben. Wir sind hier über die Straße gefahren und Lars hat aus dem Auto raus den Keiler hinten im Weizenfeld stehen sehen. Und zum Glück ist der Weizen noch nicht ganz hoch, er geht nur bis hier hin und er hat wirklich so hoch rausgeguckt, weswegen wir ihn richtig gut auch direkt ansprechen konnten und ein einzelnes Stück direkt erkennen konnten, dass es sich um einen Keiler handelt. Und ja, jetzt gehen wir mal hinten rüber und zeigen euch mal, wie wir hier angepirscht sind. Der Wind kam perfekt gestern von der Sau zu uns hier rüber und wir haben es so gemacht, dass wir versucht haben, hier diese Traktorspuren auszunutzen, um so geräuscharm wie möglich uns anzupirschen. Sind dann hier rüber bis ans Weizenfeld ran und am Weizenfeld selbst mussten wir
am Weizenfeld selbst konnten wir nicht mehr weiter pirschen, da dann einfach die Geräuschkulisse zu hoch war. Und dann haben wir von 150 Meter direkt an der Kante vom Weizenfeld in den Weizen rein die Sau beschossen und in kurzer Todesflucht dann da hinten in der Dickung hat die Sau dann gelegen. Und jetzt gehen wir mal rüber. Ja. Hier auf dem Untergrund mussten wir gestern sehr vorsichtig und leise sein, weil, wie ihr hört, sind hier noch alte Stoppeln, die haben richtig geknistert. Deswegen mussten wir ganz langsam sie fortbewegen, damit uns die Sau nicht mitbekommt. Aber es hat alles wunderbar geklappt. Und da, wo die Jungs sich jetzt da vorne befinden, von da aus haben wir ihn aufgelegt und den Schuss vom Pirschstück aus dann angetragen. Das ist ganz schön nass. Hat anscheinend wieder geregnet. Ja, wir waren ja vor ein paar Stunden hier und dann siehst du im Dunkeln, sieht immer alles noch anders aus als dann im Hellen. Und ja, haben sie ja jetzt bewusst die 2-3 Stündchen noch liegen lassen, um noch weitere Chancen zu haben, noch einen weiteren Keiler zu erlegen. Und ja, jetzt kommen wir hier hin, um die Sau dann zu bergen und nochmal schöne Tageslichtaufnahmen dann zu machen. Erzähl mal ganz kurz noch was zur Bejagung von den Menschen hier, die hier auf die Jagd gehen. Du hast ja gesagt, dass die Jagd hauptsächlich hier mit der Flinte gehandhabt wird, auch einfach, weil die Bedingungen hier erschwert sind. Also sprich, du hast gesagt, man muss hohe Steuern zahlen, wenn man hier Büchse hat, also eine Repetierwaffe hat mit richtiger Büchsenmunition. Und ja, wie ist denn da die Jagdart auf die Wildschweine? Also die machen meistens Drückjagden mit Hunden und da versammeln sich die Bauern und die Jäger zusammen und machen im Jahr mehrere Drückjagden, wenn sie merken, der Schaden auf den Feldern ist halt sehr hoch. Die machen das aus Not. Die müssen es machen, sonst können sie nichts ernten. Es gibt wenige Ansitzjäger, die auch mal warten und nachts sich trauen, auf solche dicke Keiler zu schießen. Weil es sind hier, wie du siehst, kein einziger Hochsitz, gar nichts. Die dürfen wir in staatlichen Revieren nicht stellen, nur mit Sondergenehmigungen. Die müssen dann wieder abgebaut werden und so weiter. Der Aufwand ist dann zu hoch. Die sitzen auf der Erde und warten auf ihrem Feld oder auf einem Traktoranhänger, auf dem Wildschwein. Und haben keine Technik, kein Zielfernrohr, nur eine Flinte, dann halten sie einen Strahler hin, dann müssen sie darauf achten, ist jetzt Jagdzeit oder nicht, wenn ich jetzt schieße, kriege ich Ärger mit dem Forstamt oder nicht. Also es ist schon schwierig für die Menschen, das wird denen nicht leicht gemacht. Die Jagdgesetze in der Türkei sind so ein bisschen noch zu verbessern, also da ist noch viel an den kleinen Drehschrauben zu machen, aber das bessert sich. Wir haben als Jagdreisegesellschaft ein bisschen mehr Freiheiten, das ist auch gut so. Und da kommen wir auch zu diesen Abschüssen von den Tieren. Aber die Menschen haben es mit der Jagd hier nicht einfach. Ja, das habe ich jetzt auch schon gemerkt, gestern auch unser Pirschführer, der uns erzählt hat, dass er dann mit dem Flintenaufgeschoss schießt, sehr nah dran kommen muss, weil sich die Jagd auch erschwert, damit auch die Munition dementsprechend auch Wirkung entfaltet, dass das Tier dann auch weitgerecht erlegt werden kann. Genau. Und ja, es ist interessant zu sehen, wie auch da die Unterschiede sind. Ja, er sagt ja, er muss auf 50 Meter sich ranpirschen. Genau, ja. So, wenn der den mitkriegt und der den annimmt, bei 50 Metern hat er überhaupt keine Chance. Ja, das ist richtig. Und das trauen sich nicht. Besonders ohne Wärmebildtechnik, die halt auch einfach viel Geld kostet und halt hier durchschnittliche Einkommen, der bei 700 bis 800 Euro monatlich liegt. Da ist es einfach nicht möglich, dann so viel Geld für Jagdinstrumente auszugeben. Richtig, und genau was ja so auch verständlich ist. Besonders hier in der ländlichen Region, wo die Leute eher etwas ärmer sind. Richtig. Die Vermessung der abgekochten Waffen von Tobis erlegtem Stück Schwarzwild ergab 24 cm in der Länge. Eine Goldmedaille für diesen reifen Keiler. Ein weiterer Jagdtag in der Türkei geht zu Ende und wir freuten uns bereits auf die nächsten und letzten Tage in den Bergen. Im dritten Teil erwartet euch unter anderem die Teilnahme an einer Drückjagd bei sommerlichen Temperaturen und die letzten spannenden Momente unserer Jagdreise. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen hattet, könnt ihr euch diesen unter der Verlinkung gerne anschauen. Wir freuen uns auf eure Kommentare und sagen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.